Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unseren wundervollen Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wollen wir uns mal angucken, wie man eigentlich Quicksort in Python implementieren kann. Und ich habe hier schon mal das grobe Grundgerüst fertig geschrieben. Das hier oben solltet ihr eigentlich noch gar nicht sehen. Okay, ja, was wir jetzt sehen können, ist schon mal wieder mal hier unten. Wir generieren uns eine Liste, wir messen, wie lange es dauert und wir wollen auch wieder in place arbeiten. Und anschließend überprüfen wir, ob das Ding funktioniert hat. Eigentlich nichts Besonderes, also da kennen wir uns eigentlich schon aus. Wir wollen jetzt allerdings hier mal ganz kurz umbenennen, und zwar diese, nun ja, High und Low haben wir sie genannt in unserem Erklärvideo letztes Mal. Das heißt, wir werden sie auch hier wieder High und Low nennen und wir machen hier selbstverständlich wieder mal unseren Trick, denn wenn High None ist, if High is None, dann weisen wir High die Länge der Unsorted List minus 1 zu. Das ist genau dasselbe, was wir eigentlich schon gemacht haben. Und ja, da können wir jetzt dann quasi einfach weiterarbeiten. Also das ist der Teil, den wir schon von Merge Sort kennen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wann oder ja, wie soll denn eigentlich unser Algorithmus, unser Quicksort arbeiten. Und wir wissen, bei Quicksort ist es so, wir sortieren zuerst alle Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element, nach links, alle Elemente, die größer sind als das Pivot-Element, nach rechts. Das heißt, was wir hier bekommen, ist eine Unterfunktion, die ihr oben schon gesehen habt kurz, und zwar die Part-Funktion. Und zwar nimmt die erstmal die Unsorted List, Low und High. Und die sortiert uns dann diese Liste erstmal und gibt uns dann aber auch ein Pivot-Element zurück, welches hier drin war. Und das ist dann quasi das Element, wo wir wissen, beziehungsweise der Index des Elements, wo wir wissen, was das Ding eigentlich genau tut. Also quasi bei diesem Index, alle links davon sind kleiner, alle rechts davon sind größer als dieser Index und der Index markiert quasi die Trennstelle, okay? Und genau dafür brauchen wir den jetzt auch nämlich, denn wir wollen hier den Quicksort-Algorithmus wieder rekursiv aufrufen und bekommen dann hier eine Unsorted List von natürlich, also geben dem Ding eine Unsorted List, also quasi rekursiv wieder genau diesen Algorithmus hier auch wieder, machen dasselbe wieder mit einer Unsorted, also mit derselben Unsorted List, und zwar von dem letzten, von dem ganz linken Element und bis zu dem Pivot-Element minus 1. Denn das Pivot-Element selber ist ja schon sortiert und es wäre ungünstig, wenn wir das Element wieder als Pivot-Element nehmen würden. Das zweite ist die rechte Seite, das heißt, wir geben hier die Unsorted List rein, wir geben das Pivot-Element als linke Grenze an, allerdings 1 mehr, denn das Pivot-Element selber wollen wir ja nicht sortieren, und wir geben High an als rechte Grenze, weil das sozusagen, naja, der rechte Part sozusagen ist. Und dann wird das Ding wieder sortiert in unserem Part-Algorithmus. Dann wird wieder auf der linken Teilliste Quicksort aufgerufen und auf der rechten Teilliste auch wieder Quicksort. Jetzt müssen wir uns überlegen, was genau ist eigentlich unser Abbruchkriterium. Das brauchen wir immer bei rekursiven Algorithmen, denn ansonsten haben wir hier, naja, ein riesiges Problem, weil das Ding ein Endlos-Algorithmus ist. Also was machen wir? Naja, logischerweise, solange Low eigentlich kleiner ist, na, wo ist denn das kleiner? Kleiner ist als unser High, so lange wollen wir das Ding ausführen, und wenn es irgendwann mal größer oder gleich groß wie High ist, dann haben wir quasi keine Liste mehr, die wir noch untersuchen müssen. Sprich, wir haben es durch. Das heißt, wir sind fertig mit Sortieren. Und das ist eigentlich unser Quicksort-Algorithmus. Jetzt fehlt uns noch dieser entscheidende Teil, nämlich dieses Part. Und dieses Part ist quasi das Sortieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier klären, wie haben wir eigentlich oder wie wollen wir eigentlich das Ding sortieren. Und da war, wie gesagt, das Paradigma, dass wir alle Elemente, die kleiner sind als ein Pivot-Element, schieben wir nach links, alle Elemente, die größer sind als das Pivot-Element, schieben wir nach rechts. Und das Pivot-Element, das ist unser allerrechtestes Element sozusagen. Okay, also das heißt, wir schreiben uns erstmal diesen Part-Algorithmus hierher, krallen uns die Liste, ein Low-Element und ein High-Element. Und ja, das ist quasi das, was wir übergeben bekommen. Genau, sprechen konnte ich auch schon mal. Wir schnappen uns das Pivot-Element, das ist übrigens auch sehr spät, das ist kurz nach 11:30 an einem Dienstagabend, also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen langsamer und gemächlicher rede, vielleicht als sonst, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was draus nehmen. Okay, wir schnappen uns das Pivot-Element als ganz rechtes Element sozusagen. Als nächstes müssen wir uns ganz kurz zwischenspeichern, was eigentlich unser rechtestes Element ist, damit wir das halt quasi haben, ne?
Das heißt, wir schreiben uns hier einen Low Cache ist gleich Low und wir schreiben uns auch einen High Cache, der ist logischerweise gleich High. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Und zwar wollen wir diesen Algorithmus ausführen, solange, und das machen wir jetzt tatsächlich mit 3 While-Schleifen, solange Low kleiner High ist, wollen wir diese Schleife hier wiederholen. Das ist quasi unsere Abbruchbedingung. Ja? Das ist quasi, dann hören wir auf mit dieser Iteration, dann sind wir fertig mit Sortieren. So, und dann sagen wir, wir machen das, was wir in dem grafischen Video letztes Mal gesehen haben. Das heißt, wir haben ja unseren High Pointer, wir haben unseren Low Pointer und wir schieben die jetzt so lange, bis die an den Grenzen angekommen sind. Sprich, entweder bis High größer als das kleinste Element ist oder bis Low größer als das größte Element ist oder aber bis es nichts mehr zu tauschen gibt. Das heißt, wir sagen jetzt hier, while High größer als Low Cache und, das muss zusätzlich gelten, wenn wir ein Element finden, das kleiner ist als unser Pivot-Element und das bei dem High Pointer, also kleiner, wenn wir ein Element finden, das kleiner ist als der Pivot-Pointer, als das Pivot-Element, Entschuldigung, dann müssen wir natürlich stehen bleiben, denn dann müssen wir es tauschen mit dem, was der Low Pointer findet. Das heißt, wir sagen hier, wenn Liste von High größer gleich Pivot ist, so lange wollen wir das auch machen. Das heißt, wir haben hier quasi 2 Abbruchbedingungen. Entweder High wird kleiner als Low Cache oder List von High findet ein Element, das zu klein ist und das getauscht werden muss. Okay, aber was, wenn wir denn den High Pointer verschieben wollen? Naja, das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, High ist gleich High minus 1. Eigentlich relativ simpel. Und genau dasselbe machen wir jetzt quasi mit dem Low Pointer, nur dass wir den halt nach rechts verschieben und der hat ein bisschen andere Abbruchbedingungen. Und zwar den Low Pointer, den wollen wir verschieben, bis er größer als High Cache ist oder größer gleich High Cache ist, dann hört der auf. Oder, was auch eine Abbruchbedingung ist, wenn der ein Element findet, was man tauschen muss, nach oben. Das heißt, wenn er ein Element findet, was zu groß ist. Und das heißt, wir machen die While-Schleife, solange List von Low kleiner ist als Pivot. Ansonsten brechen wir hier ab und tauschen nach oben. Okay, und ja, was wollen wir denn machen? Wir wollen selbstverständlich Low 1 nach rechts verschieben. Das heißt, wir sagen hier Low ist gleich Low plus 1. Und genau, dann sind wir fertig. Das heißt, unsere Pointer sind jetzt verschoben. Jetzt haben wir 2 Optionen. Entweder unsere Low- und High-Pointer haben sich überkreuzt oder aber sie haben sich nicht überkreuzt. Es gibt diese beiden Optionen. Und genau die 2 Optionen wollen wir jetzt auch abfragen. Das heißt, wenn unsere Low- und High-Pointer sich nicht überkreuzt haben, dann ist offensichtlich Low immer noch kleiner als High. Ja? Das bedeutet, das hier waren nicht die Abbruchbedingungen, sprich das hier waren die Abbruchbedingungen in den normalen Fällen. Ja? Und das bedeutet, wir müssen Elemente tauschen. Ihr kennt das Prinzip vom Elemente tauschen mittlerweile ganz gut. Wir tauschen List von Low und List von High und zwar exakt gleichzeitig. Danke Python, dass du uns so eine geile Mechanik hier bereitstellst. Ja? List von Low und List von High, genau. Also da wollte ich quasi beides auf einmal schreiben. List von High und List von Low werden getauscht. Und damit haben wir quasi hier diese Animation, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, super gut drin, ja, in einer Zeile. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir die beiden Elemente getauscht. Der andere Fall ist, dass unser Low größer als das High ist. Und wir haben hier oben gesehen, was passiert, wenn Low größer High ist. Was wollen wir denn dann machen? Naja, dann wollen wir logischerweise breaken. Den Teil könntet ihr hier theoretisch auch weglassen. Das ist im Endeffekt durch die While Loop hier auch schon gecovert. Aber ja, ich schreibe das ganz gerne hin, dann sieht man das auch direkt, dass das unser Ende ist, ja. Und das ist quasi, dann sind wir hier fertig mit der Iteration. Und dann müssen wir noch eine Sache machen, denn unser Pivot-Element steht aktuell noch ganz, ganz rechts in der Liste. Und ja, das ist natürlich nicht das, wo wir es haben wollen, denn unser Pivot-Element ist ja offensichtlich größer als alles, was links steht und kleiner als das, was rechts steht. Das heißt, wir müssen jetzt rausfinden, mit welchem Element müssen wir denn unser Pivot-Element vertauschen. Und es gibt da einen Fall, dass wir gar nicht tauschen müssen. Und zwar, wenn Liste von Low, wenn dieses Element hier kleiner ist als Pivot, ja,
dann müssen wir überhaupt nichts tauschen. Dann gibt es nichts zu tauschen. Dann ist quasi das Pivot-Element das Randelement. Aber wenn das der Fall ist, dass die größer sind oder gleich groß sind, das können wir machen, wie wir wollen, aber nehmen wir mal an, es ist größer, ja, dann müssen wir tauschen. Und zwar Liste von High-Cache, das heißt das ganz rechteste Element, das hier, das, was wir quasi übergeben bekommen haben, das müssen wir tauschen, weil das ist ja das Pivot-Element im Endeffekt, mit List von Low. Und ja, warum greife ich jetzt auf List von High-Cache zu? Naja, ich möchte es ja innerhalb der Liste überschreiben. Ich möchte ja quasi in place arbeiten. Okay, ich kann jetzt hier nicht Pivot sagen, weil sonst überschreibe ich einfach nur Pivot und der High-Cache bleibt ja einfach stehen. Das kann ich nicht machen, also sage ich das Ganze so. Okay, und wir wollen die beiden tauschen, das heißt, wir sagen hier wieder List von Low und List von High-Cache. So, damit weisen wir List von High-Cache, List von Low zu und List von Low weisen wir List von High-Cache zu. Damit haben wir quasi das Pivot-Element an die Spitze geschoben, oder an dieses Element geschoben, wo gerade Low drin steht. Und ja, das ist ja auch tatsächlich das Element, was dann tatsächlich getauscht werden muss. Sprich, wir sind hier eigentlich fertig. Und jetzt müssen wir hier nur noch das Pivot-Element zurückgeben. Wie gesagt, hier gibt es immer ein Return. Das heißt, wir müssen hier kurz sagen, okay, wir geben jetzt natürlich unser Low zurück. Denn an der Stelle Low, da findet ihr jetzt euer Pivot-Element. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir fertig mit unserem Quicksort-Algorithmus. Wir lassen ihn jetzt mal kurz laufen. Bedenkt, wir haben knapp 10.000 Zahlen und wir haben hier 999 oder Zahlen von 0 bis 999. Das Ding läuft durch in quasi nichts, 0, nix, ja, also 0,0 wirklich. Und das Ding ist komplett durchsortiert, sonst hätte hier unser Assert gefehlt. Wir können es auch mehrmals laufen lassen, falls ihr mir nicht glaubt. Also wir sehen, wir haben hier eine durchschnittliche Laufzeit von 0,04, 0,048, 0,048, 0,0496, also okay, eigentlich 0,05, 0,06, also ein bisschen schneller sogar als unser Merge Sort, deswegen heißt das Ding auch Quicksort. Und ja, wir wissen, im Worst Case haben wir eigentlich quadratische Laufzeit, also O von n Quadrat, aber das haben wir letztes Mal geklärt. Aber wie wir hier gerade sehen, im Normalfall haben wir hier eigentlich ein O von log n mal n, also sprich n log n. Und wie wir hier auch noch sehen können, ist das Ding trotzdem ein kleines bisschen schneller als Merge Sort sogar. Und das ist schon sehr beeindruckend und ja, deswegen hat es sich eigentlich ein bisschen die Disziplin des schnellen Sortieralgorithmus erkauft, zumindest einer der schnellen Algorithmen, die man hier auch wirklich von Hand noch implementieren kann. Es gibt andere, die sind aber wirklich, es wird tatsächlich auch noch an Sortieralgorithmen geforscht, okay? Also so weit kann man da schon gehen. Und gerade als ich am Studieren war, also ich habe Master gemacht und während meinem Master habe ich tatsächlich mitbekommen, dass unser Prof in Algorithmen damals hat tatsächlich irgendwas mit einem Sortieralgorithmus richtig geil gemacht. Das ist richtig schnell gewesen, das Teil fand ich ziemlich beeindruckend, aber ich habe es nicht verstanden. Mal gucken, vielleicht verstehe ich es jetzt. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ist aber ein sehr, sehr theoretischer Algorithmus, wobei der natürlich auch praktisch implementiert ist. Und ich meine, wenn man hier jetzt wirklich auf Laufzeit geht, dürfte man das Ding nicht unbedingt in Python schreiben, sondern müsste es wirklich hardcore optimieren in C und am besten noch Assembler irgendwie reinpacken. Da muss man dann natürlich gucken. Aber ja, wir sehen hier, das Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Eine Sache möchte ich jetzt noch ganz kurz machen. Und das machen wir hier oben mal. Wir sagen hier, L2 ist einfach eine Kopie von L, eine Deep Copy, ja. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz hier sortieren, und zwar mit der Python-Variante. Das heißt, wir wollen hier einmal kurz Start2 ist gleich Time.time. Und dann sagen wir hier sorted von L2. Und dann machen wir hier End2 ist gleich Time.time. Und jetzt printen wir das hier aus. Pythons sort Doppelpunkt und printen uns aus End2 minus Start2. So, und damit können wir quasi vergleichen, welcher Algorithmus eigentlich schneller ist. Also wie schnell ist eigentlich der Sortieralgorithmus, den Python direkt in der Library für euch mitliefert, und wie schnell ist eigentlich euer Sortieralgorithmus. Und wir wissen, Quicksort war eigentlich, Quicksort war der schnellste Sortieralgorithmus, den wir bisher implementiert haben. Da fehlt doch irgendwas, oder? Nein.
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich funktioniert das. Und wir sehen hier Pythons Sortieralgorithmus. Also euer Quicksort braucht jetzt 0,049 Sekunden, ja. Pythons Sortieralgorithmus braucht auf derselben Liste 0,00152 Sekunden. Also ihr werdet niemals an Pythons Sortieralgorithmus rankommen, weil der einfach unfassbar insane ist, okay? Also ich will das jetzt gerade mal ein paar Mal laufen lassen. Hier haben wir 0,001. Gut, ihr habt mit Quicksort hier auch 0,03, was echt schon schnell ist, okay? Das muss man dazu sagen. Aber wir wollen jetzt hier mal noch ein paar Zahlen mehr da reinpacken. Machen wir es mal so. Sonst übertreiben wir es zu hart. Und ja, wir sehen hier, unser Algorithmus braucht 1,1 Sekunden, während der von Python braucht halt 0,024 Sekunden, ja. Also es ist schon insane, was man da alles noch an Performance rausholen kann. Das ist tatsächlich ein großer Faktor. Und ja, natürlich, wir wissen, wir sind noch nicht am Ende mit den Algorithmen. Es kommt tatsächlich auch auf solche Millisekunden an. Denn überlegt euch mal, ihr macht sowas wirklich auf einem Google-Server. Ihr müsst Suchanfragen sortieren und diese Suchanfragen, die sind halt wirklich im Millisekundentakt kommen die Dinger. Das heißt, jede Nanosekunde, die ihr quasi rausholen könnt, okay, vielleicht nicht jede Nanosekunde, aber jede Millisekunde, die ihr aus eurem Server rauskitzeln könnt an Laufzeit durch besseren Code, naja, das führt dann quasi dazu, dass ihr als Google weniger Server braucht und weniger Server zu betreiben, ist meistens wirklich eine Ersparnis von mehreren tausend Euro dann von mir aus im Monat oder so. Das heißt, hier ist wirklich Laufzeit gleich Geld, ja. Und das gilt natürlich nicht nur für Sortieralgorithmen. Ich meine, wer mag schon schlecht optimierte Games? Ja, ich hasse es, wenn ich ein Spiel spiele, das dann irgendwie 30 FPS schafft bei, keine Ahnung, bei der furchtbarsten Grafik, dann spiele ich irgendeinen AAA-Titel und habe 60 FPS und es sieht einfach 10-mal geil aus. Also, ihr versteht, was ich meine. Wir sind noch nicht am Ende, aber damit möchte ich zumindest mal das Anfangskapitel von Algorithmen und Datenstrukturen abschließen. Nächstes Mal geht es dann weiter mit was Komplexerem und vielleicht machen wir auch ein bisschen Pause. Mal gucken. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann und ciao.